Der Grid Analyzer ist grundsätzlich montiert. Jetzt sprechen wir über das Thema Verkabelung, Anschluss an den Controller, an das Gateway, an den CLU-EM bei uns im Haus. Und wie genau kann ich das vollziehen, Uwe? Wir haben ja mehrere Module, aus denen das Grid Analyzer Power Meter besteht, das Spannungsmessmodul und dann je nach Anzahl der Abgänge, die ich messen will, entsprechend viele Rogowski Stromsensormodule. Damit ich eine einzelne Verkabelung, eine einfache Verkabelung habe und nicht ein riesen Kabelgewirr von jedem Modul zu einem Auswertegerät, haben wir eine Daisy-Chain-Verkabelung, eine sogenannte Daisy-Chain-Verkabelung hier angewendet. Das bedeutet, dass die Module untereinander verbunden werden und es nur einen Anschluss an das übergeordnete Gerät, an den CLU-EM oder an eine Fernwirkstation gibt, über das dann die entsprechenden Messwerte ausgelesen werden können. Und die Verkabelung ist recht einfach. Wichtig ist natürlich bei dieser Verkabelung, dass sie einfach, ja, wie schon gesagt, einfach geht, aber dass keine Fehler passieren. Ja. Und wenn ich so eine Daisy-Chain-Verdrahtung habe, habe ich unter Umständen das Thema, ich vertausche das und dann funktioniert das natürlich nicht, sondern ich darf nur in einer Richtung verkabelt werden. Und dazu haben wir uns überlegt, dass die entsprechenden Steckverbinder hier unten, die Steckbuchsen, die hier angebracht sind, einmal eine Buchse und einmal ein Stecker sind, sodass man das Kabel nur an einer Stelle einstecken kann und damit wird es vertauschungssicher. Ja, passende Kabel gibt es dazu, die extrem dicht sind, das heißt im gesteckten Zustand habe ich hier dann eine dichte Steckverbindung, sodass das nachher im Betrieb auch mal nass werden kann, feucht werden kann und es keinen Einfluss auf die Steckkontakte hat, sondern wir haben dann stabile Verbindungen. Es ist korrosionsgestützt, es ist staubgeschützt, wenn die Kabel entsprechend hier verdrahtet sind. Das heißt, die Station könnte auch mal überflutet werden, kurzzeitig wirklich ganz unter Wasser sein und der Grid Analyzer würde nicht darunter leiden. Genau, das Gehäuse ist natürlich an sich schon dicht und die Steckkontakte sind auch entsprechend ausgeführt, sodass die stabil, selbst wenn es mal ein bisschen unter Wasser getaucht ist, dicht bleiben und keine Feuchtigkeit eindringt. Das war die Zielsetzung und das haben wir mit den mit den Kabeln und den Steckern, die wir hier ausgewählt haben, auch gut erreicht. Ich schreite mal zur Tat. Genau. Kann ich gerne nebenbei noch ein bisschen was erzählen, dann auch zur Kontaktierung nach oben hinweg. Genau, das Spannungsmessmodul ist sozusagen der Abschluss der Daisy-Chain. Das ist die Verbindungsstelle, über die man die Daten auslesen kann. Dafür gibt es natürlich dann ein entsprechend längeres Anschlusskabel, das entsprechend eingesteckt wird und entweder mit offenen Enden oder mit montiertem Stecker dann versehen ist, sodass man dann das Power Meter an den CLU-EM anschließen kann oder an ein Übertragungsmodem oder eine Fernwirkstation. Wir haben hier dann eine Verbindung, die kann einige Meter lang sein. Standardmäßig haben wir hier ein 3-Meter-Kabel. Das kann aber auch dann noch verlängert werden, weil wir liefern auch für diese Verbindung hier dann zum Beispiel Verlängerungskabel. Wenn der Abstand der Abgänge mal größer sein sollte, dann kann man die Module mit größerem Abstand montieren. Und so, dass ich hier voll flexibel bin und ich habe, man sieht es, relativ dünne Kabel. Das heißt, es gibt nicht einen riesen Drahtverhau, sondern ich habe schöne, schlanke Kabel, die dann auch einfach verlegbar sind. Was auch hier noch zu erwähnen ist, dass das Material temperaturstabil ist, das wir hier ausgewählt haben. Es kommt in der Regel nicht vor, aber wenn so ein Kabel mal eine heiße Oberfläche berührt, eine Schaltschrankheizung oder eine heiße Stromschiene oder ähnliches, dann ist die Isolation gewährleistet. Die sind hochtemperaturstabil, die Kabel, und das ist auch ein wichtiger Aspekt, den wir hier bei der Verkabelung berücksichtigt haben. Das gilt natürlich nicht nur fürs Kabel, sondern auch fürs Gehäuse vom Grid Analyzer, die Temperaturstabilität. Super spannend. Dankeschön für die Insights, für die Verkabelung, wie das Ganze sehr schnell und einfach funktioniert. Also man hat es gerade gesehen, auch ein Laie kann diese Verkabelung sehr schnell durchführen und wir würden Sie gerne mitnehmen für den nächsten Teil, wenn wir den Grid Analyzer jetzt wirklich auch mal live nehmen und sehen, was passiert denn da innen drin, wie kommen die Werte an.